Annerl. Wartet. Leise, leise. Lass mich, Nannerl. Spielt denn das Cembalo von allein? Unser Wolferl. Wolferl, es ist mitten in der Nacht. Du holst dir noch eine Erkältung. Husch ins Komm, Bett. geh bitte. Lassen Sie es allein, ja? Wolferl. Ich spiele für dich die zweite Stimme. Willst du? Ja. Gut. Wir wissen schon, dass du es kannst, Nannerl. Aber bitte stören Sie es nicht, ja? Wir machen weiter. Gut. Bevor ich ihm was erklären kann, weiß es schon. Der sucht nicht. Der findet's geradewegs. Als wäre er vollendet geboren. Überhaupt nicht geschlafen hat der Kerl. Die zweite Nacht. Jetzt muss er sich aber wirklich ausruhen. Er braucht die Musik, wie andere die Luft zum Atmen. Nicht umsonst ist er stundenlang unterm Cembalo gesessen, hat zugehört, wie der Nannerl geübt hat. Ja, schau, was er komponiert hat. Nein, unser Gute-Nacht-Lied ist geheim, Papa. Wolferl, ich gehöre auch zur Familie, oder? Na ja, Na gut. gut, komm. Orana figata fa, Marina cammina fa. Orana figata fa, Marina cammina fa. Orana figata fa, Marina cammina fa. Ich verstehe kein Wort. Sollst du auch nicht, Mama. Ist nur für den Vater und für mich. Würde ich den Wolferl ordentlich ausbilden? Ich sag dir's. Der könnte als Wunderkind auftreten. Was da für ein Geld zu verdienen wäre. Sei nicht hochmütig, Leopold. Du hast eine gute Stellung, uns fehlt doch nichts. Ach was, wir Musiker sind doch nichts als Dienstboten. Latein. Bist du fertig? Na komm. Der Wolferl muss an den kaiserlichen Hof nach Wien. Nach Wien? Zur Kaiserin? Geh. Was soll er denn dort? Musizieren. Musizieren. Das ist sein Leben. Das soll es sein. Das kannst doch jetzt noch nicht sagen. Ein kleiner Bub, wie er ist. Ich nehme sein Schicksal in die Hand. Ich zeige ihm den richtigen Weg. Du warst schon immer einer, der sich auskennt.
jetzt aber aus, Leopold. Du gehst jetzt mit dem Wolferl raus an die Luft. Aber- Mir scheint, du vergisst, dass er ein Kind ist. Er muss aber- auch einmal richtig spielen und herumlaufen. Bitte 3 Schau, wie Tüten noch. blass er ist. Bitte 3 Tüten! Nein, nein. Ich war das doch viel schöner, als dieser verdammte Kasten da klingt. Wolferl! Wolferl! Nein. Komm. Pass auf. Ich zeig dir, wie die Musik klingen kann, ja? Morgen. Guten Morgen. Morgen. Da, schau. Der Dicke da, das ist der Kontrabass. Guten Morgen. Guten Morgen. Und das, guten Morgen, das nennt man die Flöte. Die Geigen kennst du ja, nur gibt's gleich mehrere davon auf einmal. Und das ist das Waldhorn. Das ist die Trompete. Das war nur das Fagott. Ja, probier nur, wie herrlich die Laute klingt. Hm? So, jetzt wir, meine Herrschaften. Vivaldi. Schau dir das an. Das hat mein Sohn geschrieben, der Wolfer. Man kann es kaum fassen. Ein Genie, dieses Kind. Eine grandiose Begabung. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Er schreibt das einfach aus dem Kopf. Es sprudelt nur so aus ihm heraus. Siehst du? Laudetur Jesus Christus. In Anbetracht dessen, was man in der Stadt sagt, entweder hat er die vermeintlichen Werke seines Sohnes selbst komponiert, oder ist das, was er treibt, naturwidrig und somit gotteswidrig, ordnen unser Landherr, seine Eminenz Herr Erzbischof Graf Schrattenbach, seinem Dienstmann Leopold Mozart an, er soll persönlich und unverzüglich mitsamt seinem Sohn zwecks seiner gründlichen Untersuchung in der Residenz eintreffen. Übrigens, für Wunder sind hier andere zuständig.
Jesus Christus. Er soll das Motiv weiterentwickeln. Amoroso und Affetto. Das Protokoll. Komm. Ich wünsche mir ein Perfido. Daraus mache ich ein Konzert. Bitte, Wolfer lernte früher Notenschreiben als Buchstaben. Er soll allein schreiben. Komm. Mein Gott, mein Gott. Es ist wirklich grandios. Ja, ja. Aber ist das nicht zu schwierig? Aber ein Konzert muss doch schwierig sein.
Herr hat ein großes Wunder getan. Sein Talent sollten wir zum größeren Ruhm Salzburgs nützen. Dürfte ich mir höflichst einen Vorschlag gestatten? Könnte man die Begabung des Jungen nicht am Kaiserlichen Hof zu Wien vorführen? Warum denn nicht? Das soll geschehen. Vor der Kaiserin muss man sein höfisches Auftreten unter Beweis stellen. Und dazu meine Tochter. Dazu gehören die französischen Höflichkeitssentenzen, wie zum Beispiel Permettez-moi de vous présenter mes hommages les plus humbles. Und was heißt das überhaupt? Erlaubt mir, euch ein Kompliment zu machen. So, und jetzt sagst du es mir nach. Aber genau so. Permettez-moi de vous présenter mes hommages les plus humbles. Ah, bläh. Nimm ihm doch nicht die Freude, Leopold. Die Fahrt ist doch anstrengend genug. Was wird's denn werden, Wolferl? Das ist mein Königreich. Da leben lauter liebe Leute. Hat's auch einen Namen? Rücken. Rücken? Rücken? Auch die Leute dort haben lauter lustige Namen. Ich bin der König Bunktitititi. Das ist die Königin Nochibikichibi und der Hund Zagadaratata. Und das bin ich? Die Prinzessin Dini Mini Miri. Und hier der Hofnarr. Papageno. Komm, noch einmal. Je suis très reconnaissant de vos éloges. Hör auf! Es nützt nichts! Es muss sitzen. Noch einmal. Je suis très reconnaissant de vos éloges. Vielleicht waren wir 14 Tage zu glücklich. Liegt er wirklich im Sterben? Bitte, spenden Sie ihm das heilige Sakrament. Zur Sicherheit. Warum hast du keinen Arzt gebracht? Es war keiner aufzutreiben. Und da habe ich mir gedacht, es kann nicht schaden. Was hat er denn? Hohes Fieber. Alles tut ihm weh. Und diese Flecken da. Um Gottes Willen. Vielleicht sind es die Pocken. Habt ihr mich lieb? Aber freilich. Freilich. Willst du was zu trinken? Das Brett will ich. Was macht er denn da? Er komponiert. Gott sei mit dir. Ein armes Kind. Glücksbringer.
Permettez-moi de vous présenter mes hommages les plus humbles. Wenn der junge Herr erlaubt, werde ich in die Noten wenden. Eure Hoheit verzeihen, aber Wolferl hat keine Noten dabei. Er hat alles, wie man so sagt, im Kopf. Das macht gar nichts. Dann schaue ich auf die Finger. Sein Spiel kommt vom Teufel. Das macht dieser Ring da. Er soll ihn abnehmen und mit dem Wunder wird's vorbei sein. Ich sag dir, Wolferl gehört noch einmal die ganze Welt. Du bist aber lieb. Wenn ich groß bin, werde ich dich heiraten. Entschuldigt, Hoheit. Die Vorlautheit eines Kindes. Das ist aber mein Ernst. Bringt ihm was Schönes zum Anziehen von Maximilian. Und der kleine Mozart möge weiterspielen. Cara mia Mama. Wegen diesem ewigen Herumreisen durch ganz Italien ist ein De Mozartini aus mir geworden. Ich fresse Macaroni, ich scheiße Macaroni. Unser Sohn Wolfgang, hierzulande nennt man ihn Amadeo, hat sich an der Bologna-Akademie beim berühmten Padre Martini im Kontrapunkt belehren lassen, hat in Neapel die Oper studiert und nun, zu Ostern sind wir in Rom eingelangt, um den Geheimnissen von Allegris Miserere zu lauschen. Das ist er, der neunstimmige Choral. Kraft der Verordnung des päpstlichen Hofes. Derjenige, der eine einzige der geheiligten Stimmen Allegris Miserere hier aufschreibt oder von hier fortbringen möchte, wird mit der Exkommunikation bestraft. Verzeihung, das wusste ich nicht. Verboten? Seit wann? Schon seit 100 Jahren. Aber zuhören darf ich doch. Mein Gott. Wie hast du das geschafft? Und alle Noten richtig? Ich habe mir 5 Stimmen fürs linke und 4 fürs rechte Ohr eingeteilt.
Wir sollten das alles besser vernichten. Aber das mit dem Abschreiben war doch Ihre Idee. Sie wollten doch damit renommieren. Ich habe nicht gewusst, dass dafür ewige Verdammung droht. Andererseits, wäre es nicht eine noch größere Sünde, von solch einem Wunder zu schweigen? Und wenn Sie seiner Heiligkeit einen Brief schreiben würden? Da der geheiligte Choral lediglich in einer Partitur erhalten ist, möchten wir die zusätzlichen Notenaufzeichnungen, hergestellt von meinem Sohne Amadeo, in Ergebenheit der Mutterkirche übergeben. In untertänigster Ergebenheit. Diese Leistung ist die Würde wert. Seine Heiligkeit, Papst Clemens XIV., traf die Entscheidung, Wolfgang Amadeo Mozart die höchste Auszeichnung für weltliche Personen, den Orden dello Sperone d'Oro zu verleihen. Wolfgang Amadei Mozart, Ritter des goldenen Sporns und sobald ich heirat des doppelten Horns. Vielleicht schlagen wir jetzt bald, liebste Mutter, den Heimweg ein. Koch mir bitte Leberknödel mit Kraut, dein Ritter von Sauschwanz. Ehrenkapellmeister der Accademia Filarmonica di Verona, Diplom der Accademia Bologna, ein Zeugnis des großen Padre Martini. Du hast dich höchst qualifiziert. Ich möchte nach heim zur Mama, zum Nannerl, zum Kanari. Der neue Erzbischof, Colloredo, wird dich mit äußerster Gunst empfangen. Ich habe ihn laufend über alle deine Erfolge unterrichtet. Glauben Sie? Fein. Er hat viel gesehen und viel gelernt in den letzten Jahren, unser Mozart. Und wie man hört, will er jetzt hoch hinaus, samt seinem Vater. Deshalb, lieber Graf Arco, werden wir die beiden erst einmal abkühlen lassen. So, jetzt werde ich dem Erzbischof zeigen, wie man in Italien Musik macht. Seine Eminenz hat genaue Anweisungen gegeben, wie wir in Zukunft zu musizieren haben. Geht ihm doch eh alle Schweinsohren. Bitte nicht so laut. Soll ich hier vielleicht mein weiteres Leben mit Warten verbringen?
Gott hat eben die Obrigkeit und die Untertanen erschaffen. Die Obrigkeit ist der Kopf, die Untertanen sind die Glieder. Und ich bin vielleicht der Arsch. Ich sitze, ich springe, ich spiele, ich komponiere, ganz nach Belieben. Nur für seine Exzellenz, Graf Hieronymus Colloredo. Ah, Mozart. Er übt den Kratzfuß. Bravo. Ritter von Mozart. Kavaliere. Hier ist er wieder, mein Diener. Und ich brauche etwas zum ungestörten Verdauen. Er soll Tafelmusik komponieren, kurze Serenaden. Gott segne eure Gnaden. Samt Serenaden. Da sind also neuerlich Philosophen aufgetaucht, die behaupten, dass nicht Gott den Menschen schuf, sondern umgekehrt. Der Mensch hätte Gott geschaffen. Gott, eine Erfindung. Der Himmel leer. Ketzerisches Pack. Sollte man nicht diesem Treiben ein Ende machen, sie vor Gericht stellen, ihnen den Prozess machen, ihre Bücher einziehen und öffentlich verbrennen. Bei allem Sinn für Freiheit und Aufklärung freilich. Was hat er denn, Mozart? Wenn die Obrigkeit spricht, soll doch der Untertan innehalten. Er darf fortfahren, aber leise. Deshalb, meine Freunde, kann und darf sich die Kirche eine derartige Provokation gefallen lassen. Ist das nicht ein Schlag ins Gesicht jedes gläubigen Menschen? Und ich sage euch, der Mensch hat ein Recht auf Glauben. Und es ist ein tiefes Unrecht, ihm diesen zu zerstören. Die deutschen Gäste des Erzbischofs kennen noch nicht diese Tafel und ihr Geheimnis. Na, die werden Augen machen. Unser Erzbischof versteht zu Kommen Sie, meine Damen, die Tafel ist gedeckt. Hör einmal. Aber die Lehrwagen, alle Bitte schön. Sie werden Augen machen. Ich kann nicht mehr warten. Die Sekunde hat sich das gemacht. Meine Schmerzen am Hintern. Schau das Mädchen auf Trüffel. Es geht schon los. Ja. Aber meine Damen, das bisschen Wasser. Die Röcke hoch. Ja, was ist mit der Musik? Na, spielt's doch. Hier wird nicht gegafft. Aber bitte, meine Herren, Sie können Platz nehmen hier. Das ganze Orchester. Und weiterspielen. Also, was ist? Das ganze Orchester an diesem Tisch. Bitte die Damen, die Tafel freimachen. So kann ich mich nicht zeigen. Was ist mein Herz? Ich dachte, wir sollten noch was essen. Oh nein. Oh, meine Hähnchen mit Trüffel. Oh. Gehen wir weg. Bitte spielen.
Gefällt euch das? Ist's nicht genug? Ja! Mozart! Ich habe ihm immer wieder gesagt, es ist alles viel zu lang. Ich kann seinetwegen doch nicht den halben Tag in der Kirche verbringen. 40 Minuten. Nicht mehr. Schreibt er sich das hinter die Ohren? Mir reicht es jetzt endgültig. Machen Sie ein Ende. Mozart, Sie machen sofort Schluss. Na, schön! Wolferl. Wolferl. Ich habe Angst gehabt, Sie hätten dich eingesperrt. Eingesperrt? Sind seine Eminenz der Herrgott oder nur sein Vertreter in Salzburg? 200 Jahre alt sind die Regeln, nach denen eine Messe gebaut werden muss. Und was machst du? Wo's leise gehört, bist du laut. Wo's laut gehört, bist du leise. Das ist Meuterei. Anordnungen und Gesetze. Ich habe keine Lust mehr. Er will mich doch nur demütigen. Ne? Und provozieren. Ne? Ich will frei arbeiten können. Aber so geht's nicht. Ich gehe weg von hier. Dann schicken Sie Büttel hinter dir her. Und setzen dich in den Turm. In den Turm. Das wäre diesem Erzlumpen zuzutrauen. Früher war die Kirche die Gönnerin der Kunst. Und was ist jetzt? Psst. Seine Eminenz hat überall Ohren. Es ist nicht gut, den hohen Herrn zu reizen. Am besten, wenn du ihm gar nicht mehr unter die Augen müsstest. Schreib ihm ein Gesuch, ob er den Wolferl eine Zeit lang freistellen würde. Ja, ohne Bezahlung. Ich fahr auf Tournee. Ich möchte so gerne mitfahren. Warte. Vater, aber... Misch dich da nicht ein, ja? Davon kannst du nicht leben. Verstehst du? Lieber anderswo und hungrig, als hier für 1000 Gulden.
Herr Mozart, ein Schreiben seiner Eminenz. Danke. Mein Gott. Was ist? So sag doch schon. Das ist die Chance. Seine Eminenz, Erzbischof Graf Hieronymus Colloredo, teilen mit, dass er mit seinem Gefolge über die Sommermonate nach Wien übersiedeln werde und ihn, seine Bediensteten samt Musikern, zu begleiten haben. Wo bleibt die Chance? Wien. Der Kaiser. Verstehst du nicht? Er versteht nicht. Du wirst dem Kaiser vorspielen. Du wirst ihn so beeindrucken, dass er dich in seine Dienste nimmt. Und der Erzbischof wird sich nicht erlauben, einen Wunsch seiner Majestät abzuschlagen. Er wird dich gehen lassen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist famos. Was schreibst du da? Ich komponiere ein Konzert. Zu Ehren seiner Majestät. Ein Konzert für Josef. Der kaiserliche Hof wäre ihm gerade gut genug. Dass sie aus ihren Diensten will, steht fest. Soll man ihn aber nicht gehen lassen? Zum Teufel kann er gehen. Hier in Wien bleibt er mir nicht. Ich erlaubte mir zu Ehren seiner Das Majestät... interessiert nur zweitrangig. Seine Eminenz ordnete an, er, Mozart, solle dieses Paket mit der nächsten Postkutsche zurück in die Residenz nach Salzburg bringen. Ich? Was ist das überhaupt? Bin doch kein Postbote. Das kann doch ein anderer machen. Wolfgang, du weißt doch, wie ich zu deinem Vater stehe. Wir sind Freunde und wir machen uns wirklich Sorgen um dich. So wie du dich aufführst, wirst du noch ins Unglück stürzen. Irgendwann kann auch ich dir nicht mehr helfen. Du weißt doch, dass seine Eminenz keinen Widerspruch duldet. Ich soll um die einzigartige Gelegenheit gebracht werden, den Kaiser beim Fest vorzuspielen? Ich fahre nirgendwo hin. Ist ihm klar, Mozart, worauf er sich da einlässt? Ja, und nichts wird mich davon abbringen. Er ist wirklich ein miserabler Diener unseres Herrn. Mit Recht hält ihn seine Eminenz für einen unverschämten Stutzer. Ich habe mehr Ehre im Leibe als so mancher Eminenz. Das da ist ihm wohl ganz schön in den Kopf gestiegen. Bist du überhaupt dazu gekommen? Ja, von der Sorte könnte ich jede Menge haben. Ach, meinetwegen hängt euch alle Orten dieser Welt um den Hals. Meine Noten. Nie werdet ihr das, was ich bin. Und wenn ihr zweimal krepiert und wieder geboren werdet. Scher dich hinaus! Das Evangelium lehrt uns, die von Gott erhaltenen Talente zur Verbesserung der eigenen Umstände und der Eltern zu gebrauchen. Du bist verrückt, Wolfgang! Das kannst du seiner Eminenz nicht schreiben! Das schickst du mir nicht ab! Und ab! Vater und Sohn Mozart haben hiermit nach dem Evangelium die Erlaubnis, ihre Talente frei und anderweitig zu betreiben. Rausgeschmissen. Alle beide. Und nicht einmal eine Audienz beim Kaiser. Rausgeschmissen, aber in die Freiheit. Wir sehen, ich werde Konzerte geben in Italien, Deutschland, Frankreich. Von Hof zu Hof. Wir werden ein Leben haben. Verlier nur deinen Glauben nicht.